Mir geht diese Lügerei echt langsam an die Nieren. Was soll ich denn jetzt machen? Vielleicht redest du noch mal mit ihm. Vielleicht hat er ja Einsicht. Kein Abitur, keine Fotoausbildung. Ich muss jetzt einfach bei der Geschichte bleiben. Ja, aber dann hör auf rumzuwinseln. Du hättest das Praktikum schließlich nicht machen müssen. Gib's zu. Du willst überhaupt kein Kind mit mir. Dann hatte ich also recht. Du willst überhaupt kein Kind mit mir. Ach, Susanne, bitte glaub mir, das ist es nicht. Und was ist es dann? Ich habe Angst. Angst? Wovor denn? Dass was schiefgehen kann. Susanne, ich bin es gewohnt, die Dinge in meinem Leben selber zu bestimmen. Immer die Kontrolle über alles zu haben. Aber eine Schwangerschaft, die kann man doch nicht kontrollieren. Aber das musst du doch überhaupt nicht. So ein Kind entwickelt sich von ganz allein. Ich habe Angst, dass es mir so geht wie Natalie. Wenn wir das Kind verlieren würden. Ich weiß nicht, ob ich das verkraften würde. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Doch, mein voller. Du willst aus meinem Lokal einen Tanzladen machen? Tanzladen, was für ein Wort. Charlie, jetzt habe ich ein bisschen Fantasie. Dein Lokal, das wird die Adresse. Die Kernschmelze zwischen Haute Cuisine und Haute Couture de Danse. Also wenn du noch so schöne Worte dafür findest, das kommt überhaupt nicht in Frage. Jetzt lass es mich doch wenigstens erklären. Deine Gäste, die kommen zu dir, weil sie exquisit speisen wollen. Aber wer sagt denn, dass sie nicht auch niveauvolle Kurse belegen wollen? Mein Instinkt. Tanz ist ein Trend der Zeit. Aber was bieten die anderen Kurse an? Mambo, Tango, alberne Modetänze. Verrenkung, die eh keiner machen will. Was fehlt, das sind stilvolle Kurse für gehobenen Anspruch. Ja, und die will ich anbieten. Und deine Lounge, die wäre der ideale Rahmen dafür. Also um ehrlich zu sein, Bernd, es ist... Ich möchte dir doch nur beweisen, dass ich dein Vertrauen wert bin. Alles, was ich für meine Idee brauche, ist eine elegante Location. Dann mache ich dein Darlehen zu Gold. Du wirst schon sehen. Gar nichts werde ich sehen. Zumindest nicht hier in meiner Lounge. Du vertraust mir nicht. Doch, das tue ich und ich unterstütze dich auch gerne. Aber das Schneiders- und Tanzkurse, das geht einfach nicht zusammen. Das ist das erste Mal, dass du zugibst, vor etwas Angst zu haben. Das macht es auch nicht leichter. Ich bin es einfach nicht gewohnt, Ängste zu haben oder unsicher zu sein. Sowas kenne ich nicht. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll. Warum hast du mir das nicht längst erzählt? Weil Angst zu haben für mich Schwäche bedeutet. Und vor mir darfst du nicht schwach sein? Du musst nicht perfekt sein für mich. Ja, Sowas habe ich nie hingekriegt. Sie haben sich schon mal als Bildhauerin versucht? Ja, aber dabei ist nur Schrott rausgekommen. Das war mehr so ein Hobby. Und die Fotografie? Das ist was anderes. Das möchte ich ja richtig lernen. Naja, dann können Sie ja mal zeigen, was Sie schon drauf haben. Das gute Stück wird heute Nachmittag einem erlesenen Kreis präsentiert. Und was habe ich damit zu tun? Sie werden die Prominenz fotografieren. Ist das Ihr Ernst? Nein, mein Auftrag, aber den überlasse ich Ihnen. Sehen Sie es einfach als kleine Belohnung für Ihren bisherigen Einsatz im Praktikum. Ja, danke, wenn Sie mir das so zutrauen. Ja, und übrigens,
Wenn Sie wollen, dann können Sie nach dem Praktikum eine Ausbildung bei mir machen. Was? Das ist... Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, also dann ist alles klar. Hm? Sie sind meine neue Azubine? Ja. Ist wirklich alles in Ordnung? Ja? Ich muss nur los, meine Schicht fängt an. Ich rufe dich an. Sag Tschüss zu Tante Susanne. Tschüss. Tschüss, ihr beiden. Hallo. Hallo. Du bist ja schon zurück? Sieht ja aus, als hätte ich mich umsonst beeilt. Ich habe dem Arzt gesagt, dass ich mein Pflegekind in den Fängen einer lesbischen Intellektuellen zurücklassen musste. Da hat er mich natürlich als Erste drangenommen. Oh. Und wenn er jetzt noch erfahren würde, dass die Lesbe den Kleinen gar nicht mehr hergeben will? Würde sein Weltbild vollends zusammenbrechen. Hey, mein Kleiner. Na? War er lieb? Ja. Es ist alles super gelaufen. Hallo. Warum muss eigentlich immer alles so kompliziert sein? Gab's doch Probleme? Nein, nicht mit ihm. Mit mir. Ich hätte gern ein Kind, aber ich habe Angst vor der Schwangerschaft. Und wovor hast du genau Angst? Dass was schief gehen könnte. Du meinst, dass du das Kind verlieren könntest. So wie ich. Niemand kann dir versprechen, dass das nicht passiert. Ich weiß einfach nicht, ob ich das verkraften würde. Auch das kann dir niemand vorher sagen. Nur eins steht fest. Wenn du deine Angst siegen lässt, verpasst du die Chance deines Lebens. Und ist einer wie er es nicht wert, dass man ein Risiko eingeht? Hey Gregor, kann ich einen Kaffee bekommen? Wo, wenn nicht hier? Was denn? Ich mach das schon. Na, Leonard. Bernd, arbeitest du wieder als Kellner? Nur für meine besten Freunde. Bist du sicher, dass das die richtige Bestellung ist? Wie meinst du das? Naja, so wie du aussiehst, könntest du eher einen Cognac vertragen. Ja, es stimmt, ich habe schon bessere Zeiten erlebt. Dann ist es genau der richtige Zeitpunkt, Wozu denn? deinem Leben eine neue Perspektive zu geben. Bernd, wie willst du meinem Leben denn eine neue Perspektive geben? Ganz einfach, du wirst mein Partner. Und wobei? Pass auf. Cheek to Cheek. Das ist eine neue Tanzschule für gehobene Ansprüche. Wir konzentrieren uns nur auf die Düsseldorfer Haute Volée. Ich habe alles schon ausgearbeitet. Um Details müsstest du dich gar nicht mehr kümmern. Ach, nicht? Nein, es ist nur ein bisschen Kapital beisteuern. Den Rest mache ich dann schon. Und der hat dir die Ausbildung von ganz alleine angeboten? Ja, das hättest du nicht gedacht, ne? Coco, du musst schon deine Position halten. Ich muss doch üben für heute Nachmittag. Und ich muss einen neuen Schraubenzieher holen. Willst du mich jetzt im Stich lassen, oder was? Papa ist doch auch noch da. Der hat eine Hundeschnauze. Jetzt hast du ihn beleidigt. Wo der doch so sensibel ist. Mann, der Auftrag ist echt wichtig für den Schumann. Ich darf das nicht versauen. Hast du denn schon mit deinem Vater gesprochen? Naja, wenn du jetzt eine richtige Ausbildung anfängst, dann musst du die Schule abbrechen. Ja, ich weiß. Und wenn Johannes das erfährt, der springt echt im Dreieck. Deswegen musst du so schnell wie möglich mit ihm reden. Ja, aber nicht sofort. Klar, ich würde auch warten, bis Johannes dich zum Abiball abholt. Ich dachte, du bist weg. Dito, Ich brauche nur den Werkzeugkasten. wäre ja auch zu schön gewesen, hier mal alleine zu sein. Was hast du denn da schon wieder? 500 Euro, wo kommen die denn her? Aus meinem Portemonnaie. Du hast so viel Kohle und beteiligst dich nicht mal mit einem Cent an der neuen Anlage? Ja, da hatte ich es ja noch nicht. Ich hab's gerade erst bekommen. Meinst du, wir betreiben den Club aus Spaß? Wir leben davon! Coco, was habe ich dir denn gerade gesagt? Wenn ich das Geld eher gehabt hätte, hätte ich euch natürlich aus der Patsche geholfen.
Ich find's doch selber schrecklich, dass heutzutage niemand mehr für den anderen da ist. Glaub mir, da kann ich ein Lied von singen. Zum Beispiel ich. Da will ich ein Geschäft aufmachen und keiner von den sogenannten Freunden will mir dabei helfen. Dabei hätten sie alle noch eine Stange Geld verdienen können in kürzester Zeit. Also, wenn ich auf die Schnelle Geld machen wollte, würde ich in der Lotterie spielen. Lotterie. Die Chancen in der Lotterie zu gewinnen, die sind doch tierisch schlecht. Sagte ich gerade tierisch? Hallo, Gregor. Hi, was kann ich dir Gutes tun? Kaffee wäre nicht schlecht. Soll es gleich ein Doppelter sein? Sehe ich so mies aus? Nein, mies nicht, aber müde. Ich hatte einen anstrengenden Fahrgast. Ja. Du siehst wirklich nicht gut aus. Hier ist ja einer charmanter als der andere. Wie sagt man so schön, nur die Wahrheit führt zum Ziel. Oder auch nicht. Was Carla angeht zum Beispiel. Euer Kinderwunsch. Eher der Abschied davon. Ich hatte immer noch einen Funken Hoffnung, Carla könnte das Kind bekommen. Ja, und sie will wirklich nicht? Sie hat Angst. Furchtbare Angst. Aber könnt ihr das nicht noch mal besprechen? Das führt doch zu nichts. Und ich akzeptiere ihre Haltung. Auch wenn sie dadurch euren großen Traum verhindert? Ich muss ihre Entscheidung respektieren. Ich liebe sie doch. Prächtig sieht er aus. Es geht ihm gut, ja. Kein Wunder bei der Fürsorge. Kein Wunder bei dem Großvater. Ich habe nur dafür gesorgt, dass er nicht unter dem Einfluss dieser von Anstetten groß wird. Danke für alles, was du für ihn getan hast. Und für Ansgar. Wir sind trotz allem eine Familie. So, jetzt raus mit euch. Mein Enkel braucht frische Luft. Das lässt er sich nicht zweimal sagen. Oh, Hallo. hallo. Hallo, Nico. Gut, dass ich dich treffe. Ich muss was Wichtiges mit dir besprechen. Kann ich Nathalie noch nach draußen helfen oder brennt das Haus schon? Ja. So, wo drückt der Schuh? Ja, also ich muss unbedingt mit dir reden. Das sagtest du. Es ist wirklich wichtig und Das sagtest du auch. also Folgendes. Leonard. Leonard, Was? kann ich irgendetwas für dich tun? Können wir unser Gespräch einen Moment verschieben? Klar. Und sonst? Geht's dir gut? Das sagte ich doch bereits. Freut mich zu hören. Hör zu, Bernd. Entweder du sagst, was du willst, oder ich mache jetzt Schluss. Ich hätte da mal eine kleine Frage. Du kennst dich doch mit Pferden aus. Ja? Und? Schon mal den Namen Windhund gehört? Das ist ein Rennpferd, ja. Worum geht es? Würdest du beim Rennen auf ihn setzen? Doch? Ja? Sowas wie ein Geheimtipp, hm? Für Insider hat er gute Gewinnchancen. Es ist doch immer wieder ein Gewinn, mit dir zu plaudern. Schönen Tag noch. So, jetzt setzen wir alles auf Sieg. Du willst nicht ernsthaft dein Geld auf einen Gar mit so einem Namen setzen. Wenn Connor sagt, er hat Gewinnchancen, dann ist es ein todsicherer Tipp. Wenn sich einer damit auskennt, dann ist es Carla. Wo ist die Nummer vom Wettbüro? Trotzdem, hier steht, das Pferd hat noch nie ein Rennen gewonnen. Ja, deswegen sind auch die Quoten so hoch. 1:10. Wenn er gewinnt. Na klar gewinnt der. Und ich mit. 50.000 €. Ich müsste längst wieder im Taxi sitzen. Ach, und ich im Schneiders. Kann ich zahlen, bitte? Lass mal, ich mach das schon. Danke. Es hat gut getan, mit dir zu reden. Immer wieder gerne. Hallo. Was machst du denn hier? Ich habe deine Zentrale gelöchert, bis sie mir endlich gesagt haben, wo du steckst. Komm, ich muss mit dir reden. Meine Schicht läuft. Tschüss.
Es ist wichtig, setz dich. Ich habe noch mal über alles nachgedacht. Susanne, ich wünsche mir ein Kind genauso sehr wie du. Und ich werde mich nicht von meinen Ängsten besiegen lassen. Und das bedeutet? Dass ich das Kind austragen werde. Es war einfach noch nicht der richtige Moment. Wenn es nach dir geht, gibt es den nie. Ja, na, ich kann Johannes doch nicht zwischen Tür und Angel sagen, dass ich die Schule schmeiße. Das schluckt er nie. Es wird nicht besser, wenn du wartest. Bring's hinter dich. Ich sag's ihm bei der nächsten Gelegenheit. Versprochen. Ich muss Schluss machen, meine Pause ist um. Ciao. Also, was hast du auf dem Herzen? Was? Du wolltest etwas Wichtiges mit mir besprechen. Ach, das hat noch Zeit. Du hast gesagt, es ist dringend. Du hast einen neuen Freund, stimmt's? Ist es das? Nein, das ist es nicht. Was ist es dann? Ich muss noch Hausaufgaben machen. Ah ja. Hallo, Charlie. Hallo. Sag mal, hat sich ein Herr Bayer für mich gemeldet? Nein, bis jetzt noch nicht. Ein neuer Mandant? Ich hoffe, er wird einer. Schließlich brauche ich Klienten. Ja, wem sagst du das? Das Geld gibt sich viel leichter aus, als es wieder reinkommt. Apropos, was ist denn aus dem Geld geworden, das du Bernd geliehen hast? Ich denke, er arbeitet damit. Weißt du, was ich denke? Er hat es längst durchgebracht. Warum gibst du ihm keine Chance? Weil er jede seiner Chancen bisher gründlich verspielt hat. Ja, aber diesmal ist es völlig anders. Er ist richtig beseelt davon, mir zu zeigen, dass er was auf die Beine stellen kann. Ja, ich glaube an ihn. Und ich bin mir sicher, er wird alles daran setzen, mir zu zeigen, dass ich ihm zu Recht vertraue. Das fällt jetzt mittig gegenüber. Blue Moon geht vorne, Blue Moon mit Diamond an der Außenseite. Weit abgeschlagen, schwarze Dahlie, die Vorjahrssiegerin. Windhund? Die Pferde biegen jetzt in den Schlussbogen ein. Hinter der Spitze erkennt man Nazareth. Nazareth mit Heiderose und Windhund. Komm schon, Dabei lass mich noch nicht im in Stich. guter Haltung. Jetzt ist die Zielgerade erreicht. Blue Moon hält weiter die Spitze gegen Diamond, aber Windhund kommt in der Mitte stärker auf. Blue Moon im Kampf mit Diamond, aber außen kommt Windhund immer näher. Noch 200 Meter Ich hab's gewusst, bis zum der Ziel. gewinnt. Diamond kann das Tempo offenbar nicht mehr halten, aber Windhund ist jetzt zur Stelle. Jetzt im Kampf mit Blue Moon und Windhund geht besser. Windhund gewinnt den großen Preis. Bist du dir sicher, dass du es nicht nur für mich tust? Nein, bin ich eigentlich nicht. Natürlich bin ich mir sicher. Für wen denn sonst? Ich habe noch nie jemanden so sehr geliebt wie dich. Ich möchte dich immer glücklich machen. Aber ich bin glücklich mit dir, auch ohne Kind. Trotzdem hättest du gern eins. Ich möchte aber nicht, dass du es nur mir zuliebe bekommst. Ich tue es auch für mich, für uns beide. Weil ich glaube, dass unsere Beziehung mit einem Kind noch tiefer wird. Dass uns noch mehr verbindet und wir noch glücklicher werden. Und deine Ängste? Du bist bei mir. Mit dir kann ich alles schaffen. So, ab heute ist Schluss mit dem Wasser. Jetzt gibt's nur noch Champagner. Dass du mal gleich übertreiben musst. Ja, wer hat, der hat. Schneider? Hallo Spatzl, ich habe eine Riesenüberraschung für dich. Wann darf ich dich hier sehen? Oh, im Moment komme ich leider nicht weg. Der Laden ist rappelvoll, jeder Tisch ist besetzt. Wozu hast du Angestellte? Schätzchen, wie wär's, wenn du mir am Telefon sagst, worum es geht? Nein, das ist leider unmöglich. Du musst schon hierher kommen. Ja, ich würde ja gerne, aber Angelo ist nicht da und die Essen müssen raus. Ja. Was sagt man dazu? Vielleicht bis später? Oder so. Ist das zu fassen? Da macht man den Gewinn des Jahrhunderts und diese Frau klebt an ihren Esstellern fest. Aber warte ab. Wenn sie erst mal sieht, wie ich aus den 5.000 Euro 50.000 gemacht habe, dann wird sie ihre Prioritäten ändern.
Dann ist nämlich Schluss mit den Zicken. Dann läuten die Hochzeitsglocken. Sitze ich den lieben langen Tag im Schneiders, schlürfe meinen Lieblingscocktail und mache diesem blöden Kellner Beine. Ja. Dann hat sich mein Einsatz gelohnt. Ja, liebe Hörer, hier ist wieder Werner Hansch für Sie, live von der Galopprennbahn. Hier haben sich inzwischen große Neuigkeiten ergeben. Genaueres wissen wir zwar noch nicht, aber so viel steht fest. Von der Rennleitung wurde Protest gegen den Sieger Windhund eingelegt. Nehmen Sie für solche Reportagezwecke am besten das Zoom. Okay, Und achten Sie darauf, dass Sie die Gäste möglichst von vorn bekommen. mach ich. Promis sind fotogeil, die wollen sich sehen. Hm? Verstehe. Der da ist der Galerist, unser Auftraggeber. Von wo aus wollen Sie fotografieren? Vielleicht vom Eingang, da kriege ich jeden einzeln. Okay, gut. Gut, ja. Und immer ruhig bleiben, ja? Denken Sie dran, ein verwackeltes Bild ist Überhaupt kein Bild. Ja? Oh, Entschuldigung, dürfte ich Sie kurz bitten? Danke. Mann, können die nicht mal aufhören mit dem Geplärre? Das macht er doch völlig verrückt. Offenbar prüfen die, was passiert ist. Ja, was soll denn passiert sein? Windhund hat das Rennen gewonnen, das ist passiert. Ja, scheinbar sehen die das anders. Ja, aber es kann nur einen Sieger geben. Ja, aber das ist vielleicht nicht dein Pferd. Ja, meine Damen und Herren, wir melden uns noch einmal von der Galopprennbahn und zwar mit der neuesten Information. Der Protest gegen Windhund kam durch. Windhund wurde nachträglich auf den 2. Platz versetzt, weil er Blue Moon im Endkampf entscheidend behindert hat. Und du hast wirklich das ganze Geld auf ihn gesetzt? Geh schon. Hallo Coco, ist Bernd da? Ja, kommen Sie rein. Ich konnte es einfach nicht mehr aushalten, Schätzchen. Was ist denn nun die große Neuigkeit? Wo wollen Sie denn hin? Ein paar Exklusivfotos machen von der Skulptur. Ich brauche Sie doch hier vorne.